Wer früher gerne Point-and-Click-Adventures gespielt hat, wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit irgendwann bei den Spielen von LucasArts gelandet und dabei auch an einem ganz besonderen Duo nicht vorbeigekommen sein. Selbst heute besitzen die tierischen Detektive immer noch Kultstatus. Die Rede ist von Sam, ein Detektiv mit 4 Pfoten im Anzug und der Kopf des chaotischen Duos, sowie Max, ein gewaltverliebtes, hyperkinetisches Kaninchen-ähnliches Etwas mit einem gefährlich groß geratenen Gebiss und sagen wir mal sehr, sehr speziell naturell. Das ungleiche Team tauchte zum ersten Mal in seiner gepixelten Form in Sam & Max Hit the Road auf, das ursprünglich von LucasArts Adventure 1993 für DOS und 1995 für Macintosh-Computer entwickelt und veröffentlicht wurde. Es war zudem das 9. Spiel der Kultschmiede, das die selbstprogrammierte SCUMM Adventure Engine verwendete. In diesem Video gehen wir also auf kontinentale Spurensuche und finden heraus, wie aus dem einst verrückten Comics das Point-and-Click-Adventure wurde, welches Fans auf der ganzen Welt zum Rätseln, Verzweifeln, Lachen sowie viele spaßige Spielstunden vor der guten alten Kathodenstrahlröhre bereitet hat. Die Geschichte von Hit the Road spielt in den United States of America. Dabei begeben sich die beiden Chaos verursachenden Ermittler quer durch den gesamten Kontinent auf der Jagd nach einem Bigfoot namens Bruno, der zusammen mit seiner Partnerin, dem Giraffenhalsmädchen aus Scranton, Pennsylvania, von einer Karnevals-Freakshow weggelaufen ist. Unsere Hauptattraktion war ein waschechter, authentischer lebensgroßer Yeti. in Eis. Ab hier lässt sich schon erahnen, wie wahnwitzig dieser Auftrag für die beiden nichtsahnenden Protagonisten wird. Denn unterwegs besuchen sie unzählige bizarre Touristenattraktionen, die das Spiel gekonnt auf ziemlich verrückte Art und Weise präsentiert. Da wäre beispielsweise der weltweit größte Ball, der aus Bindfäden besteht, oder der ikonische Golfkurs voller Alligatoren. Nur ein kleiner Auszug aus dem Kuriositätenkabinett des sich selbst nicht allzu ernst nehmenden Spiels. Das LucasArts Grafik-Adventure lebte total von seinen völlig verrückten Titelhelden und sollte auch als Parodie auf Amerika und seine Sehenswürdigkeiten verstanden werden. Es wurde wie schon bei Day of the Tentacle gleichzeitig auf den mittlerweile lang ausgestorbenen Disketten und der antiquitierten CD-ROM veröffentlicht. Die sogenannte Full-Talkie-CD-Version hatte erstmals eine komplette Sprachausgabe für alle Charaktere des Spiels. 2018 wurde Hit the Road dann zusätzlich auf Steam veröffentlicht. Spuren wir aber nochmal zurück zum Anfang, ganz zum Anfang. Denn Sam und Max verzeichneten ihren ersten Auftritt nicht in einem Spiel, sondern in einem Comic. Monkeys Violating the Heavenly Temple aus dem Jahr 1987. Verantwortlich für die Charaktere war der Comiczeichner Steve Purcell, der die Vorlagen für das Detektivgespann seines Bruders nutzte, um seine ganz eigene Version der Charaktere zu schaffen. Sein Bruder verlor nämlich mit der Zeit einfach das Interesse am Comiczeichnen, während Steve aber fleißig weiter das Sam und Max Universum ausbaute. Seine größten Inspirationsquellen waren dabei die Blues Brothers sowie das Magier-Duo Penn & Teller, und das Fahrzeug, mit dem Sam und Max durch die Gegend fahren, sei sogar an sein altes Familienauto angelehnt. Ein Chrysler aus den 60er Jahren, der Sams DeSoto zum Verwechseln ähnlich sieht. Schon bald hatte sich eine große Fanbasis rund um den unorthodoxen Comic und dessen zynische Protagonisten gebildet, weshalb einige Mitarbeiter von LucasArts so langsam auf Sam & Max aufmerksam wurden. Ken Macklin, der damals für Lucasfilm Games arbeitete, zeigte dem Art Director und Spieleentwickler Gary Winnick, der unter anderem mit Ron Gilbert damals für das Spiel Maniac Mansion verantwortlich war, Steves ersten Sam & Max Comic. Dieser fand den Comic so gut, dass zunächst eine Zusammenarbeit für ein anderes Spiel entstand, die leider nur ein paar Monate hielt, da das Rollenspiel, an dem Steve mitarbeiten sollte, nach kurzer Zeit schon wieder eingestellt wurde. Doch eine weitere Chance für Steve tat sich auf, als LucasArts jemanden für das Boxcover von Zach McCracken brauchte. Mit seiner Arbeit an dem Box-Artwork etablierte er sich bei LucasArts als Game Designer und Artist und gestaltete danach unter anderem die Coverarts von Maniac Mansion und Monkey Island. Dazwischen veröffentlichte er auch weiterhin weitere Sam & Max Comicbände.
Es war also nur noch eine Frage der Zeit, bis Steves Charaktere den Sprung vom Comic auf den Computermonitor schafften. LucasArts hatte bis dato nämlich viele Titel auf den Markt gebracht, die allesamt einen großen Sinn für Humor hatten. Steves Duo eignete sich deswegen perfekt für den entspannten Spielverlauf eines Adventures mit einer extra Prise schwarzen Humor. 1992 war es dann endlich soweit. LucasArts begann mit der Arbeit an dem Sam & Max Adventure und hatte den Release bereits schon im Voraus geplant. Nur 8 Monate später sollte das Spiel fertig sein und auf dem heimischen Computer laufen. Eine ziemlich stramme Zeitspanne. Steve und das Entwicklerteam mussten sich also schnell eine Story ausdenken. Für die Handlung des Spiels orientierte er sich deswegen an dem Comic On the Road und ließ auch Erlebnisse aus seinem eigenen Leben mit einfließen. Das Buch Roadside America diente Steve dabei als Inspirationsquelle. Ein lustiger Reisebericht, der sich um die verrücktesten Sehenswürdigkeiten in Amerika dreht. Als Kind ist Steve selbst quer durch die USA gereist und sammelte viele Erfahrungen, die auch in seinem zweiten Comic Sam & Max Hit the Road eingeflossen sind. Die Sam & Max Comics richteten sich klar an ein erwachseneres Publikum. Deshalb steht auf der Originalverpackung auch Parental Advisory Twisted Humor, was auf der deutschen Packung missverständlich mit ab 12 Jahre heikler Humor übersetzt wurde. Ja? Ich glaube, ich habe mehr Haare an meinem fusseligen Arsch als du auf deinem heiligen Country-Kopf. Okay, das ist genug. Niemand macht Witze über mein Haar. Steve war sich anfangs nicht sicher, ob LucasArts Änderungen in Bezug auf den Stil vornehmen wollte. Letztendlich konnte er aber an seinen Ideen festhalten, denn in den Comics gab es schon einige makabre Gewaltaktionen und Kraftausdrücke, die für LucasArts vielleicht ein wenig too much sein könnten. Steve erinnert sich aber daran, dass das Management keinen der Vorschläge abgelehnt hatte, der Vorlage treu zu bleiben. Nachdem die Story also stand, musste daraus natürlich noch ein Spiel entwickelt werden. Steve arbeitete mit den Entwicklern von Indiana Jones and the Fate of Atlantis zusammen. Dabei lernte er auch seine spätere Frau, die Game Designerin Colette, kennen. Die Balance zwischen der Story und Puzzle-Elementen zu finden, war keine leichte Aufgabe. Sie mussten während der Entwicklung immer im Blick haben, wie lange die Spieler nicht mit der Welt interagieren. Denn viele lustige Szenen ergaben sich aus den Reaktionen der Charaktere auf die Handlungen des Spielers. Den Entwicklern war es jedoch nicht genug, schlicht Humor mit Rätseln zu verbinden. Sie wollten und waren dazu bereit, an LucasArts allerheiligstes Instrument Hand anzulegen. Die aus ihrer Sicht veraltete Scum Engine. Das Grundgerüst aller LucasArts Adventures seit Maniac Mansion. Sie programmierten ein eigenes neues Eingabesystem, dessen Mauszeiger sich in Optik und Funktion änderte, wenn man die rechte Maustaste drückte. Vor Sam & Max wählten Spieler noch ein Verb am unteren Bildschirmrand aus und klickten danach auf ein Objekt in der Spielwelt. Die neue Methode sparte die Verbauswahl und sorgte gleichzeitig für mehr Platz für die aufwendig gepixelten Hintergründe auf dem Bildschirm. Zu diesem Zeitpunkt wäre das Spiel vermutlich schon marktreif gewesen, doch Steve hatte noch ein paar weitere Ideen. LucasArts war sich nämlich bewusst, dass zu schwierige Rätsel dazu führen können, dass Spieler nicht mehr weiterkommen, sodass es nichts mehr für sie zu tun gibt, bis sie die Lösung finden, und das in einer Zeit, in der man nicht mal eben schnell nach der Lösung googeln konnte. Trotzdem sind viele Objektkombinationen und Interaktionen mit der Spielwelt heutzutage immer noch sehr skurril und rein von der Logik her nicht nachvollziehbar. Steve fügte deshalb einige Minispiele hinzu. Diese Spiele sollten für etwas Ablenkung sorgen und waren für alle gedacht, die mal eine Pause vom Knubbeln machen wollten. Auf dem Jahrmarkt zum Beispiel muss man mindestens 20 Ratten auf den Kopf hauen, um einen Preis zu gewinnen, und auf dem Highway muss Max Schildern ausweichen, während Sam wie ein Irrer über die Spuren rast. In einem der Geschäfte kann man ein Autobombenspiel kaufen, was sich als Schiffe versenken mit richtigen Autos auf dem Parkplatz entpuppt. Und sogar im Abspann ist noch ein kleines Spiel versteckt. Sam & Max Hit the Road sollte, wie schon erwähnt, nicht nur auf Diskette, sondern auch auf CD-ROM erscheinen. Es war deshalb eines der ersten Adventures mit einer vollständigen Sprachausgabe, weshalb Steve sich zum ersten Mal Gedanken über die Stimmen seiner Charaktere machen musste. Donald Sutherland hatte seiner Meinung nach die perfekte Stimme für Max. Er klingt groß und intelligent. Das leichte Lispeln verleiht seiner Stimme eine gewisse Ernsthaftigkeit, dachte sich Steve. Dann gab es aber noch ein Demo-Tape von Bill Farmer, der damals und auch heute noch Disneys Goofy seine englische Stimme gibt. Seine Stimme klang
klang zwar überhaupt nicht nach Donald Sutherland. Die Demoaufnahmen haben Steve aber besonders gut gefallen, da er den Text mit dem nötigen trockenen Humor rüberbringen konnte und so wurde Bill Farmer letztendlich die Stimme von Sam. That's no head, Max. It's one damned ugly time bomb. Let's leave this criminal cesspool pronto. Good idea, Sam. Maybe we can ditch the head somewhere while the credits are running. Mind if I drive? Not if you don't mind me clawing at the dash and shrieking like a cheerleader. Sam, is pronto a real word? Goodbye, Sam and Max. I'll never forget all you've done here today. Bill Farmer hatte die Sam und Max Comics vorher gelesen und fand die Texte schon immer sehr pikant und dachte, dass Sam seine Sprüche sehr trocken und stumpfsinnig rüberbringen musste. Er nahm das Voice-Over von Sam in nur 9 Tagen am Stück auf. In der deutschen Version hat übrigens Hans-Gert Kilbinger Sam seine trockene, unverkennbare Stimme verliehen. Das ist kein Kopf. Das ist eine verdammte hässliche Zeitbombe. Lass uns von diesem Sündenpfuhl verschwinden. Pronto. Starke Idee, Sam. Die deutsche Stimme von Max dagegen ist die Schauspielerin Sandra Schwittau, die wir vor allem als deutsche Stimme von Bart Simpson kennen. Oh, heißt das, wir können gleich einem verrückten Wissenschaftler in seinen schwabbligen, käsigen, aufgequollenen Arsch treten? 1993 war es dann soweit. Sam und Max landete im Verkaufsregal und erfreute sich bei Adventure-Liebhabern hoher Beliebtheit. Auch abseits der alteingesessenen Fans kam das Spiel sehr gut an, was wohl zum Großteil auf die Titelhelden zurückzuführen war. Über die Jahre verkaufte sich das Spiel viel besser als anfangs prognostiziert worden war. Der Titel wirkte etwas seltsam, was offenbar viele Leute angesprochen hat. Es gab auch Leute, die dachten, es handelt sich einfach um ein Spiel für Kinder, was ja, wie wir herausgefunden haben, mal so gar nicht zutrifft. Sam und Max konnte zum Release nicht nur mit seinen beiden ausgefallenen Heldenpunkten, sondern besaß auch ein innovatives Interface, Sprachausgabe und genügend knifflige Rätsel, um mit fast ausschließlich positiven Bewertungen bei den Medien zu punkten. Durch den Erfolg des Spiels wurden 1997 die Abenteuer von Sam und Max sogar als 24-teilige Zeichentrickserie auf Fox ausgestrahlt. And he must remain free as the wind blows. As free as the grass grows? That too! John belongs with others of his kind. If we have to let him go, we'll let him go back to the wilds from whence he came. Auch heute lohnt es sich noch auf Yeti-Spurensuche quer durch die USA zu gehen, denn das Original hat nichts von seinem verrückten Humor und wahnwitzigen Charme verloren, auch wenn man natürlich heutzutage mittlerweile viel makaberen Humor gewohnt ist. Davon abgesehen reiht es sich in die großartige Riege der legendären LucasArts Point-and-Click-Adventures mit Leichtigkeit ein. Also let's hit the subscribe button, road.